Hallo an alle Piraten und Lego-Freunde, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zum mittlerweile 9. Teil vom Bau meiner Pirateninsel. Ähm, Es hat sich einiges getan. In der letzten Folge ist ja durch den Vulkanausbruch neues Land entstanden und die beiden Baseplates hier in der Mitte, die ihr gerade seht, hatte ich ja reserviert für die imperialen Soldaten. Die hintere der Baseplates, die ist schon ganz gut bebaut, da ist das Wasser fertig und so eine graue Fläche. Was das soll, gucken wir uns gleich an. Auch das Loch in der Mitte gucken wir uns gleich an. Zunächst erstmal hier noch ein Schwenk nach vorne. Die Baseplate hier hatte ich ja reserviert für die Piraten. Da habe ich jetzt das Wasser soweit fertig, arbeite an der Küstenlinie. Da mache ich gleich noch ein Speedbild. Das Felsenversteck, da gibt es auch eine Neuigkeit. Und zwar habe ich dahingehend jetzt erstmal einen Stand erreicht, dass zumindest die Seitenteile fertig sind. Die Spitze habe ich jetzt nicht mehr geschafft, die gibt es dann in der nächsten Folge. Und auch der Berg in der Mitte der Insel, da habe ich noch mal ein bisschen was anders gebaut. Da ja die Insel jetzt insgesamt größer ist, kann auch der Berg größer werden. Von daher habe ich jetzt die Unterfütterung mit den Duplosteinen noch mal ein bisschen größer gemacht. Genau. So, zunächst aber erstmal, wie gesagt, zu der Ecke hier hinten mit den Soldaten. Und damit das ein bisschen besser zu erkennen ist, würde ich sagen, drehe ich die Insel erstmal und dann melde ich mich nochmal wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Wie ihr seht, habe ich die Insel jetzt einmal um 90 Grad gedreht, damit wir alles ein bisschen besser erkennen können. Was fällt auf? Genau, es gibt eine Kaimauer, die schon so gut wie fertig ist. Die wird links und rechts begrenzt durch so Felsen, damit es natürlich einen Übergang gibt zu dem Strandbereich der Insel. Dahinter eine etwas größere graue Fläche, das wird so der Hafenbereich werden, der wird später noch mit Leben erfüllt natürlich. Und dann ist hier noch dieses große ominöse Loch. Das soll natürlich nicht so bleiben, sondern da habe ich schon ein Gebäude, was da hinkommt, nämlich ein Hafengebäude. Hier ein Kontor von dem Kaufmann, den kennt ihr ja auch noch aus der letzten Folge. Der baut hier seinen Stützpunkt, beziehungsweise er lässt bauen durch so einen gefangenen Piraten hier und der wird halt bewacht durch einen Soldaten. Genau. Und damit die Insel auch insgesamt besser bewacht wird, wird es eine Änderung geben, nämlich der bisherige Handelsstützpunkt hier von den Soldaten, der wird verschwinden. Stattdessen wird es einen großen Wachturm geben mit Kanonen und allem drum und dran, damit halt der Hafen durch die Soldaten geschützt werden kann vor Angriffen von den Piraten. Ja, ich habe direkt noch eine kleine Neuigkeit und zwar gibt es jetzt hier den ersten Marktstand schon auf der Insel. Der Marktstand wird betreut durch die Frau vom Kaufmann. Der hat seine Frau jetzt hier schon mal mit auf die Insel gebracht, damit die schon mal ein paar Sachen an die Soldaten verkaufen kann. Es wird natürlich noch mehrere Marktstände geben. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass sich hier so eine kleine Straße langschlängeln wird zwischen dem zukünftigen Wachturm und dem Kontor nach hinten ins Innere der Insel. Wie gesagt, da gibt es noch den einen oder anderen Stand und da wird es dann auch noch normale Häuser geben, wo die Soldaten wohnen, beziehungsweise perspektivisch auch nochmal einen Gouverneurspalast. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den Piraten. Wie ihr seht, bin ich hier gerade dabei, die dritte Baseplate, die ich ja für die Piraten reserviert hatte, zu bebauen. Das ist erstmal nichts Aufregendes, da kommt in erster Linie erstmal nur Strand drauf und ein bisschen Grünfläche. Später werde ich da noch ein kleines Mock hinbauen. Und zwar hatte ich mir so gedacht, dass ich eine Hütte hinbaue für die Chefin der Piraten, für die Piratenprinzessin. Ganz klar, die braucht eine eigene Hütte. Dafür ist sie halt die Chefin, die hat ein bisschen Privilegien. Genau. Jetzt muss ich aber erstmal noch mal ein bisschen zurückspulen. Ich hatte eben gerade was gesagt von Gouverneurspalast und jetzt schon wieder von noch ein neues Mock, kleine Hütte. Das passt natürlich alles von der Perspektive hinten und vorne nicht, wenn es bei den 12 Baseplates bleibt, wie die Insel jetzt ist. Ich bin da immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke gefangen. Ich habe 100 neue Ideen, die ich gerne einbauen möchte. Andererseits möchte ich aber auch erstmal irgendwann mal einen Stand erreicht haben, wo ich sage, hey, jetzt ist die Insel erstmal fertig. Wie seht ihr denn das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Jetzt erstmal den Stand mit den 12 Baseplates fertig bauen oder parallel immer schon mal ein bisschen erweitern und neue Ideen einbringen. Würde mich echt mal interessieren, wie ihr die Sache seht. Genau. So, jetzt aber mal zurück hier zu dieser Baseplate. Wie ihr seht, bin ich fast durch. Hinten noch ein paar grüne Plates drauf und dann ist das Ding an der Stelle auch schon fertig. Besonderheit hier war, dass ich jetzt hinten schon eine Unterfütterung von 2 Bricks brauchte, um da den Anschluss zu kriegen an den Berg, der sich da angrenzt, damit das Ganze dann auch vernünftig aussieht. Zack, und wie ihr seht, schon ist es fertig. So, und jetzt kommt die Baseplate noch an die Stelle, wo sie hingehört. Zack, genau. Und damit das Ganze nicht so kahl aussieht, habe ich mir noch ein bisschen Grünzeug parat gelegt, was ich da jetzt drauf bauen werde. Einfach nur ganz zufällig angeordnet. Wie gesagt, später kommt ja da dann die Hütte der Piratenchefin drauf. Aber für den Moment muss das hier erstmal reichen. Genau. So. Einen noch hier vorne und einen mit einer Blüte noch hier hinten. Jetzt habe ich noch eine neue Palme hier
Ich hoffe, die Kamera kann das halbwegs einfangen, dass der Stamm gebogen ist. Da habe ich so eine flexible Stange genommen, die so biegsam ist und habe da drauf gesteckt Round Bricks und oben einfach nur die Palmwedel drauf gemacht. Gefällt mir ganz gut, dieses Modell. Ich glaube, davon werde ich mir noch ein, zwei besorgen. So, jetzt habe ich erstmal wieder einen Zustand erreicht, wo alle Baseplates bebaut sind. Natürlich noch nicht fertig, aber zumindest erstmal bebaut. Ja, und ich würde sagen, das war's für heute mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Ich sage dann Tschüss für heute und wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Video.